Herzlich willkommen zu unserer ersten Lektion. Wir beginnen mit einer Übung, die hoffentlich euch, so wie mich, immer begleiten wird. Die benutze ich heute noch, um mich einzuspielen, um schnell und effizient, fokussiert und konzentriert zu sein und auch meine Finger gut und schnell unter Kontrolle zu bringen. Die Übung ist eigentlich das Grundelement des Anspielens einer Seite. Also die besteht aus diesen zwei Teilen, und zwar das Anzupfen der Seite mit dem Finger und dann das Zurückkehren des Fingers auf die nächste Seite, die dann wieder als nächstes angezupft werden muss. Und das üben wir folgendermaßen, indem wir die Seite anzupfen und so schnell wie möglich zurückkehren auf dieselbe Seite. Also so schnell es geht, zurück auf die Seite. Das ist am Anfang ziemlich schwierig, aber mit der Zeit geht das immer besser. Ihr könnt es einfach mal gerade versuchen, mit jedem Finger anzupfen und sofort auf die Seite zurückgehen. So schnell wie möglich zurück auf die Seite nach dem Anzupfen. Das ist das Wichtigste an dieser Übung. Die machen wir nun folgendermaßen. Ich mache sie jetzt mal auf F-Dur hier mit F, A, C und F. Dass wir beginnen mit dem Ringfinger, dann spielt der Mittelfinger, dann den Zeigefinger und dann der Daumen. Und zwar 4-mal hintereinander jeder Finger, dann 2-mal hintereinander jeder Finger, dann 1-mal hintereinander jeder Finger und zum Schluss machen wir noch 4-mal den Akkord, dass wir alle Finger gleichzeitig spielen und so schnell wie möglich auch da zurück auf die Seite gehen. Beginnen wir. Und zweimal. Einmal. Und den Akkord. Da könnt ihr den Klang eurer Harfe hören, und zwar weil nicht mehr die Saiten klingen, sondern nur noch das Instrument. Ich finde das wunderschön. Nun machen wir das Gleiche mit der linken Hand. Setzt auch da auf, die linke Hand in ersten Position. Denkt daran, die linke Hand spielt ungefähr auf der Höhe des oberen Drittels der Seite, wenn man die durch 3 teilen würde, ungefähr hier. Währenddem ja die rechte Hand in der Hälfte der Saiten spielt, hier oben. So habt ihr ein optimales Klangergebnis der Saiten. Nun, auch hier versucht zuerst einfach mal nur jeden Finger einzeln anzuzupfen und sofort auf die Seite zurückzukehren. Einfach, dass ihr euch mal ein bisschen daran gewöhnt, wie das ist, jeden Finger so bewusst und präzise anzuzupfen und dann zurückzukehren auf die Seite, so schnell es möglich ist, zurückkehren. Nun machen wir auch hier die gleiche Abfolge wie mit der rechten Hand, 4-mal jeden Finger, dann 2-mal, dann 1-mal und 4-mal noch den Akkord und in der Reihenfolge vom Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen. Und los geht's.
Akkord. Und locker ausschütteln, die Hände ein bisschen Schulter lockern. Nun versuchen wir das mit beiden Händen gleichzeitig zu spielen, die gleiche Abfolge, und versucht dabei möglichst präzis immer beide Finger der linken und rechten Hand gleichzeitig anzuzupfen, dass man im Prinzip nur einen Ton hört, also nicht, dass es zu sehr, sondern dass es so klingt. Dann legen wir los und zweimal. Einmal. Und noch den Akkord. Das nächste Element, das wir lernen, ist fundamental wichtig für die lateinamerikanische Harfenmusik, und zwar ist das die Verschiebung des Akkordes oder der Position. Das ist eigentlich ganz einfach, indem wir hier jetzt mit der ersten Position, wir spielen alle 4 Finger zusammen an und achtet darauf, dass die auch gleich laut sind, also zusammen gleich laut. Und dann verschieben wir diesen Akkord auf die nächste Seite. Anzupfen und verschieben. Ihr könnt vielleicht zu Beginn, damit das ein bisschen einfacher ist, den Akkord wiederholen. Also ich spiele das zweimal, hier zum Beispiel C, und jetzt verschiebe ich den und jetzt verschiebe ich den. Macht das ganz langsam in dem Tempo, wie ihr euch wohlfühlt. Wichtig ist, geht bis zur letzten Seite hier oben. Geht ein bisschen mit dem Oberkörper zurück, dann geht die Harfe etwas weg von euch und könnt ihr da bequemer noch in die Saiten greifen. Wenn ihr da seid, geht ihr wieder zurück. Achtet darauf, dass ihr mit der Hand nicht weit weg geht nach dem Anzupfen, sondern bleibt in der Nähe, weil ihr ja gleich auf die nächsten Saiten euch verschieben müsst. Und wenn das gut geht, dann verschieben wir dann das direkt, einfach jeden Akkord Skala abwärts und aufwärts. Ihr könnt hier gehen bis ganz unten zur letzten Seite, wie es euch wohl ist, oder auch nur bis zum F und dann wieder zurück. Und dasselbe machen wir natürlich auch mit der linken Hand. Da würde ich vorschlagen, bewegen wir uns zuerst abwärts bis zur untersten Seite und daran denken, nicht zu weit unten auf den Saiten spielen, sondern in der oberen Hälfte, oberes Drittel. Und jetzt auch hier darauf achten, alle Finger gleichzeitig anzupfen und gleich laut, dass nicht ein Finger vorherrscht oder dass nicht ein Finger nicht gehört wird. Ihr könnt das auch kontrollieren, dass ihr wirklich diese 4 Töne hört.
Also, und auch da nicht zu weit weg, in der Nähe bleiben, schön langsam das auch machen und am Anfang vielleicht auch wiederholen die Seite, den Akkord und dann verschieben. Hier gehen wir auf E, vermindert und D-Moll, C, B. Bei mir geht die Harfe bis zum A und dann gehe ich zurück. Verschieben, wiederholen, verschieben. Da könnt ihr auch weiter nach oben gehen, wo man ja dann später gar nicht so häufig spielt, aber es ist eine gute Übung. Geht wieder mit dem Oberkörper etwas zurück, dann geht die Harfe weiter weg, respektive die Saiten entfernen sich ein bisschen und es ist viel bequemer da in die Saiten zu greifen. Und auch hier mit der Zeit einfach, wenn ihr sicher seid, direkt wechseln. Anzupfen, verschieben. Als nächstes machen wir genau das Gleiche und jetzt mit beiden Händen zusammen. Achtet auf die Haltung, nicht die Schultern hochziehen, schön fallen lassen, Ellbogen ein bisschen nach außen, gerade Linie von den Handgelenken in die Hände. Und auch da vielleicht zu Beginn einfach mal wiederholen und macht es auch ganz langsam, langsamer als was ich es euch hier zeige, aber das könnt ihr einfach so üben, wie es für euch passt. Langsam ist immer gut zum Lernen. Jetzt machen wir zweimal, versucht ganz präzis, die Hände zusammen anzuspielen und verschieben. Und verschieben. Gleich laut, beide Hände, alle Finger. Mit der rechten Hand, wir gehen bis zur obersten Seite, bei mir ist das B und von da wieder zurück. Wenn das gut geht, könnt ihr dann direkt wechseln bis zur untersten Seite und wieder zurück. Das ist etwas fundamental Wichtiges, das man braucht in dieser Musik, das Verschieben der Akkorde. Die nächste Steigerung, die wir noch machen können und was auch eine gute Übung ist, wenn ihr euch sicher fühlt, dann machen wir anstatt beide Hände zusammen, machen wir die abwechslungsweise. Das heißt, wir spielen links, rechts, verschieben. Und so weiter. Dann zur Abwechslung und aus
Gerechtigkeit natürlich auch, darf die rechte Hand beginnen. Das heißt, wir haben rechts, links verschieben, rechts, links verschieben. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das könnt ihr so einfach machen, aufwärts, abwärts auf der Harfe. Dann wieder auch wechseln, links, rechts, links, rechts. Wieder wechseln, rechts beginnen.